Und ich bin glücklich und ich danke Allah, dass er mir die Huld gegeben hat, den Islam kennenzulernen. Als ich später Bismillahirrahmanirrahim. Mein Name ist Abdullah und ich komme, wie unschwer zu erkennen ist, aus Österreich. Ich bin aufgewachsen in einem katholischen Haushalt und habe die christlichen Werte gelebt. Ich habe Ostern und Weihnachten mit meiner Familie verbracht und die Feste gefeiert, wie sie gefallen sind. Ich erzähle euch diese Geschichte heute nicht, um anzugeben, sondern um den Nicht-Muslimen die Augen zu öffnen. Mein Name, bevor ich den Islam angenommen habe, war Markus. Als ich 15, 16 Jahre alt wurde, habe ich das gemacht, was normale Jugendliche machen. Ich bin in die Diskothek gegangen. Ich war mit meinen Freunden unterwegs. Ich habe eine Freundin gehabt. Ich habe von Montag bis Freitag gearbeitet und nur gewartet, dass Freitag wird, damit ich am Wochenende fortgehen kann. Ich habe mir ein neues Auto gekauft. Ich habe Spaß gemacht. Und ich war immer nur kurzfristig glücklich. Ich war glücklich, wenn Freitag wurde. Und ich wurde depressiv, wenn wieder Montag war. Ich war glücklich, dass ich das neue Auto hatte, aber jeder kennt das vielleicht. Das Auto fährt man ist stolz, man freut sich, wenn man einsteigt. Und 2, 3 oder 4 Monate später wird es wieder zum Alltag. Es wird wieder ganz normal. Ich war später Versicherungsmakler und ich glaubte, etwas Gutes zu tun, indem ich den Leuten mehrere 100 Euro pro Jahr einsparte an Versicherungsbeiträgen. Und ich sah die Gesellschaft. Jeder hatte Angst. Jeder wollte sich gegen irgendetwas versichern lassen. Der eine hatte Angst, dass er mit dem Auto verunglücken würde, dass er später querschnittsgelähmt ist, seinen Beruf nicht mehr ausüben kann. Der nächste hatte Angst, dass ihn eine schwere Krankheit treffen würde. Einer wollte sein Haus versichern lassen, dass es nicht falls es abbrennen würde, damit es ersetzt wird. Der nächste wollte sich gegen Berufsunfähigkeit versichern. Viele Leute hatten Angst, in der Pension Hunger leiden zu müssen und versicherten sie sich für ihre Rente. Sie sorgten vor. Und jeder hatte irgendwo anders seine Sorgen und Ängste. Und ich sah in dieser Gesellschaft sehr viel. Ich sah alle möglichen Leute. Doch was ich nicht sah, wahre Glückseligkeit. Auch bei mir selber nicht. Es gab Monate, wo ich sehr, sehr gut verdiente. Wo ich ein sehr hohes Einkommen hatte. Aber ich hatte keinen Segen mit diesem Geld. Irgendwie verschwand das Geld immer wieder. Entweder weil das Auto kaputt war, weil irgendwie Reparaturen anstanden, weil eine Rechnung vom Finanzamt kommen würde. Irgendwie verschwand das Geld immer wieder. In der Zeit, wo ich Versicherungsmakler war, hatte ich einen sehr großen Kundenstock. Und einige von den Kunden waren auch Muslime. Und eines Tages kam ein Kunde zu mir und machte mich neugierig über den Islam. Und er sagte, was ist eigentlich der Sinn des Lebens? Ist es der Sinn, als Baby geboren zu werden und sein ganzes Leben lang zu konsumieren und am Sterbebett später zu liegen und nachzudenken, war ich eigentlich ein guter Konsument? Ist das der Sinn? Und er machte mich sehr nachdenklich. Und er sagte, auf die Frage, was nach dem Tod kommen würde, hätte nur der Islam die Antwort. Und ich überlegte mir, in welcher kranken Gesellschaft wir eigentlich leben. Wir waren wie die Lemminge, wie Roboter.
Wir gehen am Morgen raus, wir gehen arbeiten, wir kamen am Abend heim, erschöpft von der Arbeit und nur mit einem Ziel: am Monatsende Geld zu haben. Am Monatsende Geld zu haben, welches man aufspart für größere Investitionen. Und man glaubt, dass man nur mit diesen Investitionen glücklich sein kann. Die kapitalistische Gesellschaft will, dass konsumiert wird. Und man ist kurzzeitig glücklich, egal ob es eine neue Einrichtung ist für die Wohnung, ein neues Auto, ein neuer Fernseher, aber nach ein paar Wochen oder Monaten wird dies Alltag. Und wir müssen weiter konsumieren und immer weiter konsumieren, um glücklich zu sein. Und ich stellte mir die Frage, ist das der Sinn des Lebens? Und später suchte ich im Internet nach Antworten. Ich stieß auf Vorträge in der deutschen Sprache von Pierre Vogel und ich war hoch interessiert. Ich stieß auf die wahre Religion und sah mir alle Vorträge an. Ich nahm alles sehr wissbegierig auf und ich fasste den Entschluss, dass ich Muslim werden wollte. Ich sah dies als die einzig wahre Religion. Und nur der Islam berichtet wirklich, wie es nach dem Tod sein wird. Und nur der Islam berichtet von der Wahrheit und ist das unverfälschte Wort Gottes. Ich begann zu beten, ich begann das Gebet zu erlernen und das erste Mal in meinem Leben spürte ich eine Glückseligkeit. Das erste Mal in meinem Leben war ich nicht kurzfristig geblendet, glücklich als Konsument, sondern das erste Mal in meinem Leben war ich glücklich von Herzen und spürte eine innere Zufriedenheit. Und jeder, der diesen Weg durchgegangen ist, bei Allah, jeder, der diesen Weg durchgegangen ist, kennt das Leben vorher und wie es jetzt ist. Und niemand will mehr zurück in sein voriges Leben. Und ich bin glücklich und ich danke Allah, dass er mir die Huld gegeben hat, den Islam kennenzulernen. Als ich später weiter im Internet mir Wissen aneignete, kam ich auf das Angebot, mir eine kostenlose Koranübersetzung vom Lies-Projekt zukommen zu lassen. Als das Buch bei mir zu Hause ankam, unterschied es sich von dem Auto. Denn nach 2-3 Monaten wurde das Auto zum Alltag. Und die edle Koranübersetzung begleitet mich noch heute. Und ihr kennt das sicher von einem guten Film. Man sieht ihn sich gerne 2, 3 oder 4 Mal an. Und immer wieder entdeckt man vielleicht neue Szenen, die man vorher noch gar nicht so beachtet hat. Oder man entdeckt neue Zusammenhänge, die einem vorher noch gar nicht so aufgefallen sind. Und jedes Mal, wenn ich den Koran lese und über seine Worte nachdenke, bekomme ich Ehrfurcht. Bekomme ich tiefen Ehrfurcht in meinem Herzen, weil ich weiß, diese Worte stammen nur vom Schöpfer. Nur von Gott alleine, von Allah. Und Allah hat den Koran nicht herabgesandt, um uns Erschwernis zu bringen, sondern Allah hat den Koran herabgesandt, damit er eine Hilfestellung und eine Erleichterung für uns ist. Und mit jedem Wort, das ich lese und praktiziere, werde ich glücklicher.